Das Material? Holz. Die Werkzeuge? Einfach. Unabdingbar aber für das alte Handwerk, das Peter Körner beherrscht, sind Fachwissen, Leidenschaft und vor allem Erfahrung. Fast 200 Arbeitsstunden über mehrere Monate hinweg benötigt der Geigenbauer, bis er ein schönes und wohlklingendes Instrument geschaffen hat. Lassen wir uns einweihen in die Geheimnisse der Geigenbaukunst. Seit 35 Jahren ist Peter Körner selbstständiger Geigenbaumeister in Mainz. Der Bau einer Geige beginnt mit der Holzauswahl und die ist sehr wichtig. Er sucht ein geeignetes Stück Rohholz für den Boden und ein weiteres für die Decke aus. Um eine Geige zu bauen, brauchen wir 2 verschiedene Hölzer. Einmal Ahorn für Bodenzage und die Schnecke und einmal Fichtenholz für die Decke. Diese Hölzer bekommen wir von Tonholzhändlern, die sich darauf spezialisiert haben, Klanghölzer zu verkaufen. Wie man hier jetzt erkennen kann, es gibt eine schmalere Seite und eine breitere Seite. Und jetzt haben wir 2 Teile, die wir dann auch für den Boden der Geige benutzen. Die Kombination ist eben, dass wir mit dem harten Holz auch Klänge bekommen, mit einer Obertonpalette und mit dem Weichholz oder Fichte eben auch die weicheren Töne. Die speziellen Klanghölzer sind bereits vorgeschnitten. Die Bruchkanten werden gehobelt, damit glatte Flächen entstehen. Das Ahornholz stammt aus Montenegro. Der Geigenboden besteht aus 2 Teilen, die an den breiten Seiten gefugt werden und genau aufeinander passen müssen. Wir werden jetzt zu zweit diese Teile aufeinander leimen und müssen darauf achten, dass die untere Fläche hier plan bleibt. Elisabeth Gramel aus Österreich ist die Gesellin. Es muss zügig gearbeitet werden, denn bereits nach 45 Sekunden bindet der Warmleim ab. Und dann kann nichts mehr korrigiert werden. Der Leim braucht etwa 1,5 bis 2 Stunden, bis er ausgehärtet ist. Auf dieselbe Weise werden auch die beiden Teile der Geigendecke an den breiten Seiten zusammengefügt. Nächster Arbeitsschritt: der Zargenkranz wird gebaut, und zwar um eine Innenform herum. Die Zargen sind die Seitenteile, die Boden und Decke verbinden. Nachdem die Zargen gebogen und an Klötzen verleimt worden sind, ist der Zargenkranz so stabil, dass die Innenform wieder entfernt werden kann. Hier haben wir eine Zarge, so wie wir sie von den Holzhändlern bekommen, relativ stark mit 3 mm, dass jeder Geigenbauer für sich jetzt entscheiden kann, wie dünn er diese Zarge arbeiten wird. Wir arbeiten für Geige bei etwa 1 bis 1,1 mm Stärken. Das wird dann abgehobelt. Zum Biegen müssen die Zargen flexibel sein. Zunächst hobelt Elisabeth grob nach Gefühl. So, kleinen Moment. Jetzt haben wir hier nochmal ein Stärkenmesser für Holz. Können wir Zehntel Millimeter mit nachmessen. Hier haben wir einiges, was wir noch abarbeiten können. Mit der Ziehklinge wird die Zarge auf 1,1 mm Stärke gehobelt. Die Zargen sind entscheidend für den Klang. Die Schwingungen von Boden und Decken werden natürlich über die Zargen übertragen. Und wenn die Zargen zu dick oder zu stark sind, dann kann ein Instrument nicht richtig klingen. Das werde ich jetzt biegen. Wir brauchen ja ein feuchtes Stück Papier, das ich auf das Holz lege, damit es nicht verbrennt. Und jetzt werde ich das Holz anwärmen und durch den Wasserdampf und die Wärme kann ich das Holz über dem Biegeeisen in die Form bringen, die ich für meine Zarge benötige. Bei dem dünnen Holz, das sich auch gerne wieder zurückbiegt, kann es schon sein, dass mal 5, 8,
9-mal biegen muss, bis man die Form hat, die dann genau passt. So, die Form passt jetzt hier am Klotz und jetzt geht es darum, die Zarge um unsere Innenform zu biegen und diese Rundung anzupassen bis unten zum Unterklotz. Der Gegenschwung der Zarge wird gebogen. So, und jetzt sehen wir hier, dass das Holz die Form behält. Das ist jetzt vorgebogen und das soll dann hier eingepasst werden. Die Zargen müssen sehr behutsam behandelt werden, denn die dünnen Brettchen aus Ahornholz können leicht brechen. Mit einer Zwinge wird die Zarge jetzt an den Klotz gepresst. Und dann kann der Leim entsprechend aushärten. Das gleiche passiert jetzt hier. Die Zargen werden rund um die Innenform an die Klötze geleimt. Der Zargenkranz muss nun 2 Stunden trocknen, dann geht es weiter. Hier haben wir eine gefugte Fichtendecke und einen gefugten Ahornboden. Jetzt benutze ich den Zargenkranz, um meinen Umriss für Boden und Decke aufzuzeichnen. Den Umriss zeichnet Peter Körner nur grob an. Zum Aussägen des Bodens benötigt er einen gewissen Überstand. Jetzt haben wir den Umriss fertig und jetzt geht es ans Aussägen. Dafür braucht Peter Körner die Hilfe seines Gesellen Julio Lee aus Südkorea. Das Sägen ist körperlich anstrengend, denn Ahorn ist ein hartes Holz. Die Form des Bodens wird zunächst nur grob ausgesägt. Die Feinarbeiten kommen später. Das ist der Boden, den werde ich jetzt hier auf der Werkbank einspannen, damit wir ihn verfeinern können, die Randstärke runterarbeiten, um ihn ein bisschen dünner zu gestalten. Mit einem speziellen Ausstoßeisen kann ich jetzt anfangen, das ganze Holz abzuarbeiten. Alles von Hand, ohne Maschinen. Macht der Geigenbauer die körperlich anstrengenden Arbeiten eigentlich gerne? Das Feine liegt mir eher, mache ich gerne, aber an so einer Sache kann man sich auch mal austoben. Es dauert 2 Stunden, bis allein der Rand des Bodens dünn genug ist. Und dann kommt auch noch die Decke dran. Sie bekommt dieselbe Behandlung. Hier haben wir den Ahornboden schon weiter abgearbeitet. Man sieht hier schön die Arbeitsspuren. Den Rand haben wir schon auf eine Stärke von 4 mm gleichmäßig runtergearbeitet. Hier habe ich eine kleine Unterlegscheibe. Den setze ich jetzt an die Zarge an mit einem Bleistift und fahre einmal um das ganze Instrument herum. Und hier kann man erkennen, dass der Abstand gleichbleibend ist. Der Zargenkranz dient wieder als Umriss. Die Form des Bodens wird von Peter Körner immer feiner ausgearbeitet. Jetzt nehme ich mir den Boden und fange mit einem Schnitzer an, grob das Holz bis zu unserer Markierung wegzuarbeiten. Der Geigenbaumeister benutzt dafür verschiedene Werkzeuge. Jetzt nehme ich einen Hobel, dann kann ich feiner wegarbeiten. Die Arbeit mit dem Werkstoff Holz fasziniert Peter Körner immer wieder aufs Neue. Jedes Stück Holz, egal auch ob es vom selben Baum direkt daneben herausgeschnitten worden ist, ist immer unterschiedlich. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, beim Abarbeiten des Werkstückes Holz oder des Bodens oder der Decke, hört man schon bei den Arbeitsvorgängen, wie das Holz
den Klang verändert. So, der Geigenboden ist jetzt gut in Form. Nun zu diesem etwas unscheinbaren Holzstreifen, auch Ader genannt. Das ist ein Einlagespan, der so in das Instrument eingearbeitet wird, etwa 1 Millimeter tief. Dieser Span ist dreiteilig, außen 2 schwarze Hölzer, in der Mitte ein weißes Holz. Das ist nicht nur Verzierung, sondern gilt auch als Schutz gegen etwaige Risse, dass der Span ihn ein bisschen absperrt und der Riss nicht weiter in das Holz reinreißen kann. Der Einlagespan wird wie eine Intarsie in den Boden eingepasst. Zunächst wird dafür ein Graben geritzt, mit Hilfe des sogenannten Adergrabenschneiders. Dazu haben wir hier ein Messer mit 2 Klingen und einer Position, die uns den Abstand gewährt. Wir sind dann etwa 4 mm vom Rand entfernt und mit diesen beiden Klingen wird der Boden angekratzt. Das gelockerte Holz entfernt Peter Körner aus dem Graben. Jetzt möchte ich das herausstemmen. Da gibt es ein spezielles Eisen, einen sogenannten Adergraben-Ausheber. Hier habe ich schon vorgearbeitet. Hier treffen sich die beiden Späne und da ist es ganz wichtig, dass die genau aufeinander passen. Das ist eine sehr diffizile Arbeit. Das werde ich jetzt hier einführen in die Ecke hinein. Die eine Hälfte, jetzt die andere Hälfte. Und da kann man schon erkennen, dass Weiß auf Weiß und die beiden Schwarzen auf Schwarz aneinander stoßen. Heller Ahorn in der Mitte des Spans wird von 2 Teilen dunklem Ebenholz umschlossen. Etwa 1 Millimeter tief wird der Einlagespan in das Holz eingelassen, rund um Boden und Decke. Danach formt Elisabeth die Außenwölbung des Geigenbodens. Der Boden wird am Anfang ganz grob mit einem Hohleisen ausgearbeitet und man versucht schon nahe an die Wölbung, die man erzielen will, heranzukommen und steigt dann schlussendlich auf die Ziehklinge um. Das Modell ist übrigens dem großen italienischen Geigenbauer Guarneri nachempfunden. Für die Wölbung haben wir verschiedene Schablonen. Ich kann es mal demonstrieren. Man hält dann die Schablone auf die Länge der Wölbung und guckt, wo man noch wegnehmen muss. Also ich sehe jetzt, hier muss ich noch wegnehmen. Hier liegt es auf und hier ist noch ganz viel Luft. Die Wölbung beeinflusst den Klang. Etwa 5 Stunden braucht Elisabeth für diese Arbeit. Danach wird die Innenwölbung geformt. Peter Körner bringt den Boden auf die passende Stärke. Hier kann ich jetzt mit diesem Halseisen immer tiefer ausarbeiten. Ich kann richtig graben, in das Holz reingehen. Ich habe hier mein Stärkenmesser und kontrolliere jetzt, wie weit ich bin. Das heißt, ich habe noch einen sehr massiven Boden, der noch um einiges nachgearbeitet werden kann. Zehntel Millimeter sind auch hier wieder entscheidend, denn die Stärke des Bodens hat großen Einfluss auf den Klang. Das ist das A und O, die Wölbung, die Stärke und zu guter Letzt auch das Holz und was der Geigenbauer aus dem Holz veranstaltet. Man kommt mit Maschinenarbeit nicht weiter, weil die Maschinen werden eingestellt auf verschiedene Stärken. Aber Holz ist kein homogener Stoff, das heißt, wir müssen uns immer bei jedem Stück nach dem Holz orientieren und da die Decken- und Bodenstärken entsprechend ausarbeiten. Auch die Decke ist jetzt ausgearbeitet. Sie ist schon ein bisschen flexibler, die Decke. Sie lässt sich ein bisschen besser biegen, auch von der Längsrichtung und quer. Schwingt jetzt schon aus. Der Ton wird auch immer dunkler, je mehr Masse ich wegnehme. Am Anfang viel Masse, hoher, heller Ton. Wenn ich ausarbeite, wird der Ton dunkler. Ich versuche einen Ton zu gestalten, der wie bei einer Glocke
sich schön verbreitet und lang klingt. Wenn ich einen Ton habe, der sofort verschwingt wie ein Blub, dann weiß ich, das Instrument schwingt noch nicht frei. Hier haben wir unsere F-Schablone. Die F-Löcher sind dazu da, dass der Schall durch die F-Löcher austreten kann. Ich positioniere jetzt das F erst auf der einen Seite und das gleiche übertrage ich auf die andere Seite. Da habe ich meine Punkte. Jetzt werde ich mit einer Laubsäge das F-Loch aussägen. Auch die Position der Schalllöcher ist wichtig für den Klang der Geige. Peter Körner hat sie nach aufwendigen Berechnungen festgelegt. Durch die F-Löcher kann der Schall aus dem Korpus heraustreten. Mit dem Schnitzer arbeitet Peter Körner die Laubsägearbeit fein aus. Ohne Geduld und präzises Arbeiten geht es im Geigenbau nicht. Das wird jetzt noch gut und gerne eine Stunde dauern, bis ich es fertig habe. Und dann kommt die andere Seite noch dran. Der Decke fehlt jetzt aber noch ein wichtiges Stück Holz. Wir drehen das jetzt um. Jetzt wird der Bassbalken vorbereitet. Das ist eine Fichtenleiste, die etwa hier in der Decke positioniert wird. Und dann wird er in die Wölbung eingepasst. Zunächst muss der Bassbalken in Form gebracht werden. Dazu sind mehrere Arbeitsgänge nötig. Und jetzt sind wir schon an der Stärke, die ich gerne hätte. Nach der Kontrolle der erste Test. Stimmt die Passform etwa schon? Wir haben jetzt hier noch sehr viel Luft hier unten. Das heißt, ich werde hier diese Enden mal abschneiden, um ihn an die Innenwölbung anzupassen. Der Bassbalken muss präzise sitzen. Er verteilt die Schwingungen gleichmäßig auf die Decke. Peter Körner hilft sich mit einem einfachen Trick. Anhand von Kreideabdrücken kann er kontrollieren, ob der Balken perfekt passt. Der Bassbalken wird jetzt in die Deckenwölbung eingepasst. Mehrere Klötzchen haben wir uns in die Decke eingeleimt, damit der Bassbalken seine Position behält beim Einpassen. Jetzt bewege ich ihn ein kleines bisschen, dadurch bekomme ich Kreideabdrücke, weiße Kreideabdrücke. Und die werde ich dann mit einem Messer und einem Hobel weiter nacharbeiten. Ich werde ihn mal kontrollieren, indem ich ihn herausnehme und mir mal die untere Fläche anschaue. Die Kreide ist überall, das bedeutet, er hat überall Kontakt zur Decke, ist der Wölbung der Decke angepasst und wir können ihn einleimen. Etwa 5 neue Geigen baut Peter Körner im Jahr. Ein großer Teil seiner Arbeit sind Reparaturen und die Restauration hochwertiger alter Instrumente. Der Bassbalken ist nun fest in der Decke verleimt, aber immer noch nicht ganz fertig. Seine Gestaltung wirkt sich erheblich auf den Klang des Instruments aus. Um den Bassbalken in Form zu bringen, schneide ich jetzt mit einem Schnitzer das Holz ab in die gewünschte Form, die ich haben möchte. Er wird den höchsten Punkt hier haben, wo der Steg steht, und dann mit einem Schwung nach außen auslaufen. Jetzt messe ich mir noch mal die Höhe, die mir vorschwebt. Da bin ich schon so weit, wie ich sein soll. Ein spannender Moment. Wie klingt die Decke? Das ist ein schöner, glockiger Klang.
das auch mal von der anderen Seite. Insgesamt klingt die Decke sehr frei, sie schwingt wie eine Glocke. Das sagt mir, dass ich also eine richtige Form gefunden habe, auch die richtige Höhe. Aber warum ist der unauffällige Bassbalken eigentlich so wichtig für den Klang der Geige? Im unteren Bereich der Decke schwingt die Decke entgegengesetzt zum oberen Bereich. Das sieht dann etwa so aus. Der Knotenpunkt ist genau der Stimmstock. Der Bassbalken ist dazu da, dass sich das beruhigt und nicht gegenläufig schwingt, sondern insgesamt über die ganze Fläche nach oben und nach unten geht. Die Geigendecke ist fertig, der Boden auch. Hier haben wir jetzt unser Boden mit dem aufgeleimten Zagen. Man sieht hier noch mal schön die Klötze, die Bodenwölbung längs und quer, Einlagespan. Das werden wir jetzt zusammenfügen mit unserer Decke, entsprechend zusammenleimen. Und dann ist der Korpus fertig. Wir müssen relativ schnell arbeiten, damit der Leim im warmen Zustand noch gepresst werden kann. Der Korpus ist der Resonanzkörper der Geige. Dieser Hohlkörper verstärkt die Schwingungen eines Tons und damit den Klang. Der fertiggestellte Korpus muss nun trocknen. Der nächste Arbeitsschritt beginnt mal wieder mit einem Stück Holz. Hier haben wir unseren Halsblock aus einem massiven Stück Ahorn. Wird jetzt die Schnecke und der Hals herausgearbeitet. Dafür nehmen wir unser Modell, eine dünne Schablone. Schneckenmodelle gibt es verschiedene. Einige Geigenbauer haben ihr eigenes Modell. Die meisten aber richten sich nach den großen italienischen Meistern wie Amati, Stradivari oder Guarneri. Mit einem spitzen Eisen sticht er entlang der Schablone Punkte in das Holz. Markierungen für die Windung der Schnecke. Mit der Handsäge sägen der Geigenbaumeister und sein Geselle den Hals mit Schneckenrundung und Wirbelkasten aus. Zunächst nur ganz grob, die Feinheiten folgen noch. Der Geigenbauer verrät einen Trick, wie sich das Ahornholz leichter bearbeiten lässt. Da es sich um Hartholz handelt, kann ich es auch ein bisschen mit Wasser tränken. Es wird dadurch ein bisschen weicher und das Holz lässt sich besser schneiden. Mit dem Holzmeißel beginnt Peter Körner eine gleichmäßige Schneckenrundung zu gestalten. Auf den Hals wird später das Griffbrett montiert. Der vom Tonholzhändler gelieferte Rohling muss aber zuerst auf Stärke gehobelt werden. Das Ebenholz ist ein Hartholz und ein bisschen ein Kontrast zu den hellen Hölzern, die man für die Geige verwendet, wie Fichte und Ahorn. Es ist, weil es belastet wird durch die Saiten, die auf das Griffbrett draufgedrückt werden, durch die Härte natürlich sehr gut geeignet dafür. Auch die Wirbel sind aus Ebenholz. Jetzt haben wir hier auch die 4 Wirbel. Diese Wirbel können wir jetzt so auch nicht verwenden. Sie sind noch ein bisschen dick. Man nimmt den Wirbel und führt ihn ein, sodass man dann mit einem Messer, was oben aufgespannt ist, ihn wie bei einem Bleistift eben, wenn man spitzen will, abdrehen kann. Wir haben dann einen bestimmten Konus für unseren Wirbel. Wir haben eine bestimmte Stärke. Das machen wir mit allen Wirbeln, bevor wir sie dann in die Geige einpassen. Das muss aber noch warten. Zuerst kommt das Griffbrett an die Reihe. Dann nehme ich das Griffbrett, das ich genau auf den Hals in die Mitte positioniere und mit einem Bleistift anzeichne, damit ich weiß, wie ich dann die Säge ansetzen muss. Auch die Position des Griffbrettes muss exakt berechnet werden. Der Wirbelkasten wurde ausgemessen und auf dem Hals eingezeichnet.
Gut. Die Seitenwände des Halses bis zum Anfang der Schneckenwindung werden nun abgesägt. Der Hals nimmt Form an. Jetzt kann man schon etwa erkennen, wie sich das alles verjüngt und wie dann der Wirbelkasten und der Hals auszusehen hat. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende. Es geht noch feiner. Nach dem Sägen habe ich jetzt den Wirbelkasten nachgefeilt, auf die Form und auf die Maße gebracht. Jetzt werde ich anfangen, das Schneckengehäuse so langsam in Form zu bringen. Die Schnecke am Kopf des Instruments ist eine kunstvolle Verzierung. Der Geigenbaumeister gestaltet sie in stundenlanger Arbeit. Hier kann man erkennen, dass durch die Sägeschnitte relativ viel Holz jetzt weggenommen wurde. Die Schneckenwindungen werden mit speziellen Werkzeugen gestochen, den sogenannten Halseisen. Davon gibt es ein Dutzend in verschiedenen Formen. Und jetzt kann man gut erkennen, wie wir uns jetzt langsam der aufgezeichneten Form annähern. Immer wieder wechselt Peter Körner die Werkzeuge. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Es sollte ja eine gleichförmige Windung werden und die ich dann auch übertragen muss auf die andere Seite, sodass, wenn man drauf schaut, man das Gefühl hat, dass die Achsen von den Windungen alle im rechten Winkel sind und nicht versetzt sind. Jetzt werde ich weiter sägen, um an die nächste Windung zu kommen, auch wieder abstechen und dann mit dem Schnitzer die Schnecke in ihre Form bringen. Bis die Schnecke formvollendet die Geige ziert, sind etliche Arbeitsstunden nötig. Aber irgendwann ist sie natürlich fertig. Wir erkennen hier die Windungen der Schnecke. Wir haben den Hals ein bisschen nachgearbeitet. Das kann man auch erkennen, die Rundung. Und jetzt kommt zum ersten und einzigen Mal ein elektrisches Werkzeug zum Einsatz, aber nur ganz kurz. Der Wirbelkasten wird ausgeschnitten. Er sitzt im Hals unterhalb der Schnecke und läuft konisch zu. Im Wirbelkasten werden später die Saiten an den Wirbeln befestigt und aufgewickelt. Hier sieht man den fertig ausgearbeiteten Wirbelkasten, die Wände, und an den Seiten haben wir schon Punkte markiert, an denen wir die Wirbellöcher durchbohren. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir rechtwinklig zu zwei Flächen das Bohrloch durchbohren durch die Wirbelkastenwände. Die Wirbellöcher müssen exakt sitzen. Deshalb kontrolliert Elisabeth die Position des Bohrers. Wir haben jetzt zwei Winkel, die wir berücksichtigen müssen. Einmal parallel zur Schnecke, zu den Windungen, und einmal parallel zum Wirbelkasten. Das heißt, ich habe diese Position und ich habe diese Position. So. So. Ja. Mit Reibahlen werden die Wirbellöcher danach vergrößert. Das sind konisch verlaufende Eisen, die der Form der Wirbelschäfte entsprechen. Probeweise werden die Wirbel schon mal eingesetzt. Perfekt. Der Korpus der Geige ist nun fest zusammengefügt. So, jetzt sieht man schön die Decke, Einlage, F-Löcher, die Ränder, die Boden und Decke verbinden. Und unser Boden, das nennen wir jetzt Korpus. Wir kommen jetzt zu dem Stimmstock. Das ist ein kleines Fichtenhölzchen, rund.
etwa 6 mm im Durchmesser. Der Stimmstock ist sehr entscheidend und wichtig für den Klang. Hier als Demonstrationszwecke eine halboffene Geige, dass man sich etwa vorstellen kann, wo der Stimmstock zu stehen hat. Er wird nur eingesetzt, das heißt, die Schrägen muss ich der Wölbung von Boden und Decke anpassen. Ich nehme jetzt den Stimmsetzer, drücke ihn ein bisschen in den Stimmstock hinein und werde ihn jetzt einsetzen und schauen, ob er passt. Die Schrägen passen noch nicht ganz. Ich muss sie noch mal mit einer Feile ein bisschen bearbeiten. Dazu hole ich mir den Stimmstock wieder aus dem Instrument heraus. Der Stimmstock überträgt die Schwingungen von der Decke auf den Boden. Bis die richtige Stellung gefunden ist, können 5 bis 6 Versuche notwendig sein. Jetzt wird er wieder aufgespießt und wieder in das Instrument positioniert. Und jetzt passt er so, wie es sein sollte. Der Stimmstock bleibt jetzt so hier drin stehen. Ich entferne den Stimmsetzer. Jetzt steht die Stimme eingeklemmt zwischen Decke und Boden. Durch das Verändern der Position weiter rein, weiter raus entsteht eine Spannung im Instrument oder weniger Spannung und dadurch ändert sich auch der Klang. Das ist jetzt der fertige Hals mit Schnecke und mit Griffbrett. Und das werden wir jetzt so in das Instrument einarbeiten. Hier hatten wir ja ein Klötzchen. In dieses Klötzchen wird der Hals um ca. 7 mm eingelassen und dann eingeleimt, damit er auch die Seitenspannung aushalten kann, ohne dass er rausbricht. Zunächst wird die Position des Halsfußes ausgemessen. An dieser Stelle wird der Hals in den Korpus eingesetzt. Mit dem Schnitzer arbeitet der Geigenbaumeister den Ausschnitt für den Hals aus. Hals einpassen ist eines der schwierigsten Arbeitsschritte, die es gibt. Man muss sehr viele Komponenten beachten. Ich brauche den Winkel entsprechend. Der Hals muss richtig passen. Er soll tief genug drin sitzen. Gleich wird sich zeigen, ob der Geigenbaumeister alle Faktoren richtig berechnet hat. Passt. Jetzt kontrolliere ich die Flucht des Halses, indem ich den Steg auf die Mitte der Decke setze. Das stimmt auch. Ich brauche noch die Höhe. Das passt auch. Alles getestet und für gut befunden. Der Hals kann nun in den Korpus eingeleimt werden. Ich halte das mal fest. So, jetzt hat er noch 1 mm, jetzt wird er noch reingepresst. Jetzt haben wir es gehört, jetzt ist er reingerutscht. Und dann muss das jetzt noch mal 1,5 Stunden trocknen. Und dann ist es endlich soweit. So, hier haben wir jetzt die fertige, unlackierte Geige. Der Geigenbauer spricht von einer weißen Geige, weil der Lack noch nicht aufgetragen wurde. Ich werde sie jetzt meinem Mitarbeiter Giulio geben, dass er sie mal kurz anspielt, damit wir eine unlackierte Geige vom Klang uns anhören können. Dankeschön. Gerne.
Sie hat einen sehr klaren Ton, sehr ausgeglichen. Jede Saite lässt sich gut anspielen. Dann haben wir natürlich jetzt noch eine Überraschung. Was ist nach dem Lackieren? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Sie wird dann anders klingen. Bis die Geige lackiert und komplett fertig ist, vergeht aber noch eine ganze Weile. Die weiße Geige muss zunächst auf die Sonnenbank zum Vorbräunen. Dafür wurden Griffbrett, Wirbel und Saiten wieder abmontiert. Ist das Holz nämlich zu hell, könnte die Lackierung fleckig werden. Etwa 3 Wochen bräunt das Instrument im künstlichen Sonnenlicht. Dann hat die Geige eine gleichmäßige Tönung und die Maserung des Holzes tritt zutage. Wir haben hier unsere verschiedenen Grundierungen, die wir jetzt benutzen. Und ich werde jetzt einmal anfangen. Zweimal muss das Instrument grundiert werden. Die Grundierung, das ist meistens ein Geheimrezept. Ein Gemisch aus Silikat und einigen Harzanteilen. Das soll das Holz jetzt härten und die Poren schließen, bevor wir dann mit dem Lack arbeiten. Man sieht hier sehr schön dort, wo es grundiert ist, fängt das Holz an zu leuchten. Die Grundierung beeinflusst aber auch erheblich den Klang des Instruments. Sie darf die Schwingung des Holzes nicht dämpfen. Welche Rezepturen die alten italienischen Meister Stradivari, Amati und Co. verwendet haben, bleibt ihr Geheimnis. Damit beschäftigt sich die Forschung noch heute. Es hängt einmal damit zusammen, dass es keine Überlieferungen gibt und daran, dass im Laufe der Jahrhunderte sich die ganzen Zutaten der Grundierung verändert haben durch Oxidationsprozesse. Also man geht davon aus, dass gerade die Grundierung ein Hauptbestandteil dieses wunderbaren Klanges der alten Cremoneser Meister ist. Wichtig ist, dass die Grundierung gleichmäßig aufgetragen wird. Danach muss der Anstrich trocknen. Die Grundierung ist jetzt abgeschlossen von dem Instrument. Jetzt fangen wir an mit unserer ersten Schicht Lack. Wir fangen mit den hellen Farben zuerst an und später bekommt die Geige dann auch einen Anstrich ins Braun und ins Rötliche gehend. Da brauchen wir um die 13 bis 14 Schichten Lack. Die Lackierung verschönert zwar die Geige, hat aber ihre Tücken. Lackierte Instrumente klingen nicht mehr so schön wie unlackierte. Er bremst schon den Klang und die Schwingung des Holzes. Allerdings brauchen wir unbedingt den Lack, um das Holz zu konservieren. Jeder Geigenbauer hat deshalb seine eigene erprobte Lackrezeptur. Je mehr Lackschichten wir aufgetragen haben, desto länger dauert der Trocknungsprozess. Jetzt warten wir 3 Tage. Nach dem 6., 7. Anstrich dann vielleicht eine Woche oder sogar 2 Wochen, bis wir wieder die nächste Schicht auftragen können. Und so vergehen etwa 3 Monate, bis die Lackierung der Geige komplett abgeschlossen ist. Die Lackierung ist gelungen, der Lack ist trocken. Wir können anfangen, den Steg an die Decke anzupassen. Der Steg ist dieses kleine Teil und über den Steg laufen später dann die Saiten. Die Füße sind noch nicht 100% passgerecht ausgeschnitten. Ich werde noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Der Steg überträgt die Schwingungen der Saite auf den Korpus. Deshalb müssen die Füße exakt der Deckenwölbung angepasst werden. Die Wölbung von jeder anderen Geige differiert. Das heißt, jeder Steg hat eine andere Rundung an den Füßen. Und jetzt passen die Füße auf die Decke. Wir können jetzt die Saiten aufziehen. Dafür nehme ich erstmal den Endknopf, den ich unten in das dafür vorgesehene Loch einstecke.
Der hält mir dann den Saitenhalter fest. Ich werde jetzt die Wirbel einstecken. Je dicker der Wirbel ist, desto schneller hat man einen halben Ton zu hoch gestimmt. Ist der Wirbel sehr dünn, ein kurzer Weg, kann man wesentlich einfacher und genauer stimmen. Ich werde jetzt die einzelnen Saiten in die Wirbel einstecken und aufdrehen. Jetzt kann ich schon den Steg aufstellen und eine Seite auf den Steg auflegen. Die 4 Saiten der Geige entsprechen den Tönen E, A, D und G. Saiten werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Sie bestehen aus einem Kern und einer Umspinnung. Bei diesem Instrument haben wir Kunststoffsaiten aufgezogen, das heißt, der Kern ist aus Kunststoff und die Umspinnung aus Aluminium oder aus Silber. Die E-Saite ist meistens aus Stahl, es ist die dünnste Seite. Die Kunststoffsaite hat den Vorteil gegenüber der Darmsaite, dass sie die Stimmung hält, sich nicht mehr so verstimmt, wenn man in einen anderen Raum geht und einen schönen warmen Ton haben gegenüber Saiten, die einen Stahlkern haben. Die A-Saite wird zuerst gestimmt. Die Stimmgabel gibt den Kammerton A vor. Schon beim Anzupfen und beim Stimmen merke ich, wie die Schnecke in Schwingung gerät, wie das ganze Instrument in der Hand vibriert. Also es wird ein sehr, sehr interessant klingendes Instrument werden. Zum Spielen fehlt aber noch etwas Entscheidendes, der Bogen. Den stellt allerdings ein anderer Handwerker her. Bogenmacher ist ein eigenständiger Beruf. Der Bogen ist sehr wichtig. Er beeinflusst den Klang des Instruments enorm. Man kann sich das ja vorstellen. Wir haben hier eine Bogenstange aus Fernambuk, das ist ein brasilianisches Edelholz. Und wir haben die Pferdehaare, mit denen wir einen Bogen beziehen. Ein guter Bogen sollte die Schwingung der Saite sofort übernehmen. Es gibt auch Bogen, die passen nicht zu dem Instrument, die schwingen gegen die Saite, dann passt das eben nicht zusammen. Und ein guter Bogen, das kann man heute gleichsetzen mit dem Preis einer guten Geige. Und eine gute Geige wie diese, ein Einzelstück, erbaut nach klassischem italienischem Vorbild, kostet rund 15.000 €. Jedes Teil wurde von Hand gestaltet, in fast 200 Arbeitsstunden. Handwerkskunst aus Meisterhand hat eben ihren Preis. Aber nun wollen wir endlich hören, wie die neue und jetzt lackierte Geige klingt. 13 Schichten Lack auf diesem Instrument, 3 Monate Trockenzeit. Jetzt ist der Lack ausgehärtet, jetzt ist das Instrument fertig zum Spielen und wir sind schon alle gespannt, was jetzt aus diesem Instrument klanglich herauskommt. Giulio, sei bitte so nett und spiel das Instrument mal an. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.